Ein Notfall, viele Fachkräfte, ein Ziel, optimal helfen. Wir zeigen, wie das trainiert werden kann. Am Simulationszentrum SEM in Mönchengladbach üben medizinische Fachkräfte wichtige Abläufe in realitätsnahen Situationen rund um medizinische Notfälle, im Besonderen auch bei Geburten. Geschäftsführerin Petra Köhnen erklärt das Ziel der Kurse. Nicht eine Berufsgruppe versorgt einen Notfall, sondern es geht immer um die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekräften, Hebammen oder Rettungspersonal. Und da ist es ganz wichtig, Kommunikation, Aufgabenverteilung und all diese Dinge wirklich auch gemeinsam zu trainieren. Gelernt wird hier nicht nur mit Hightech-Ausstattung, sondern auch durch Machen, Beobachten und Selbstreflektieren. Im Anerkennungskurs für Hebammen geht es außerdem nicht nur darum, jeden Handgriff bei einer Geburt zu perfektionieren, sondern auch darum, dass ausgebildete internationale Fachkräfte die Anforderungen in Deutschland kennenlernen. Es ist ja genau das Ziel des Lehrgangs, diese Unterschiede auszugleichen. Und dazu gehört ja erstmal ein gewisser Erkenntnisprozess, dass hier Dinge anders funktionieren, dass hier Erwartungshaltungen an die Berufsrolle andere sind und dass ich jetzt meine gefestigte, automatisierte Vorgehensweise verändern muss. Und dann haben wir in Deutschland ja häufig so ein Reaktionsmuster, man erkennt auch die Expertise, die mitgebracht wird, nicht an und das erschwert jetzt natürlich, diese neuen Dinge anzunehmen. Und genau dieser Prozess wird jetzt durch die Methode des simulationsbasierten Lernens durchbrochen, weil wir zeichnen ja die Hebammen, die internationalen Hebammen in Aktion auf und wir gucken dann gemeinsam in der Gruppe anhand von Videosequenzen, was ist da eigentlich passiert. Und oft arbeiten wir zum Beispiel einfach auch nur mit Standbildern, also ohne, dass wir das kommentieren. Und das führt eben dazu, dass sie selber diesen Erkenntnisgewinn haben. Das ist also technologisch sehr gut entwickelt, kann man sagen. Also Realität ist super hoch und wenn man gut und lang hier arbeiten, mit den Puppen auch, ja, also du vergisst einfach, dass es Puppe ist. Das ist toll. Wir haben viele Nationalitäten da drin. Wir können beidseitig uns unterstützen und viel zusammen lernen. Während auf der einen Seite hochfunktionelle Puppen als Übungsobjekte genutzt werden, ergänzt durch Virtual und Augmented Reality Technologien, spielen in manchen Szenarien auch Schauspielerinnen die Patientinnen. Unsere Ausstattung gibt uns natürlich die Möglichkeit, dass die Fachkräfte sehr schnell in ihrer Realität sind. Wir haben halt dadurch, dass wir die Simulatoren steuern können und auch relativ realitätsnahe Arbeitsumgebungen haben, das Glück, dass die Teilnehmenden sich im Setting befinden. Und das merken wir, weil sie sind emotional dabei. Sie brauchen ein paar Minuten, um runterzukommen danach und wirklich auch sagen, das fühlte sich sehr real an. Und das unterstützt unsere Lernatmosphäre. Zahlreiche Studien belegen, dass die Patientensicherheit mit Simulationstraining massiv positiv beeinflusst werden kann. Die Teams, die regelmäßig in Simulationen gemeinsam trainieren, erhöhen ja ihre Performance und das führt am Ende zur Sicherheit sowohl von den Fachkräften selbst als eben auch von den Patienten. Und deswegen würde ich sagen, egal woher die Fachkräfte kommen, ja, sie alle brauchen ein Setting, wo sie lernen dürfen, wo sie sich untereinander auf Augenhöhe bewegen und wo sie gemeinsam, und das ist ja auch unser Kernauftrag, im Grunde genommen die Kultur, das Verständnis der Zusammenarbeit an der Basis verändern. Wir wünschen uns eine feste Verankerung von Simulationstraining in den Ausbildungscurricula aller medizinischer Fachkräfte, sei es ärztliche Ausbildung, pflegerische oder die der Hebammen.